Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um eine Sache, die eigentlich für jeden Fotograf selbstverständlich sein soll, aber die wenigsten machen es. Und wenn man das vergisst oder auch nicht macht, bevor man zum Beispiel zum Shooting fährt oder ankommt und bevor man das Shooting beginnt, dann kann es schon mal unangenehme Folgen haben oder auch sogar ein bisschen peinlich sein. Was genau das jetzt ist, was ihr vor jedem Shooting machen solltet, das verrate ich euch im Video. Worum geht es jetzt? Was sollte jeder Fotograf machen, bevor er anfängt zu fotografieren, bevor er zum Beispiel anfängt, eine Hochzeit zu fotografieren oder vielleicht auch ein normales Porträtshooting macht, ein Outdoor-Shooting, Familienshooting etc. Vielen von euch ist es vielleicht schon mal passiert, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr am Vortag habt ihr eine Langzeitbelichtung irgendwo gemacht, sagen wir am Meer, ihr habt Buhnen fotografiert, Langzeitbelichtung mit einem Vorauslöser 2 Sekunden und packt abends die Kamera ein, es ist kalt, Hände waren eingefroren und ihr fahrt nach Hause, sichert noch eure Daten und nächsten Tag geht's los zu einer Hochzeit. Ist mir persönlich selber schon passiert und ist schon einige Jahre her und dann fängst du an zu fotografieren und wunderst dich plötzlich, Bilder zu dunkel, Bilder zu hell. Oder du fotografierst eine super Szene, denkst du, schnell die Kamera zur Hand, das musst du einfangen. Und mit Mal fängt der Vorauslöser, Auslöseverzögerung 5 Sekunden an zu piepen und du kannst kein Foto machen. Und genau da ist das Problem. Deshalb habe ich mir angewöhnt, und das sollte wirklich jeder Fotograf machen, bevor er an einem neuen Shooting anfängt, Hochzeit, Porträtshooting, was auch immer, die Grundeinstellung seiner Kamera nochmal zu überprüfen. Bei mir geht es sogar noch ein bisschen weiter. Mittlerweile mache ich Folgendes: Wenn ich ankomme, dann checke ich meine Kameras. Ich nutze immer 2 Kameras zum Fotografieren, jeweils mit 2 unterschiedlichen Objektiven. Und dann checke ich von vornherein nochmal alles durch. Selbst wenn ich am Vorabend gerade einen frischen Akku reingepackt habe, dann wechsle ich trotzdem, bevor das Shooting anfängt, immer nochmal die Akkus. Dass ich immer einen Satz frischen Akkus in den Kameras habe. Damit fange ich an. Jetzt sagst du vielleicht natürlich, okay, ich fotografiere ausschließlich sowieso im manuellen Modus, da kann mir nichts passieren. Aber auch da können Fehler auftreten. Zum Beispiel hast du vielleicht einen falschen Weißabgleich eingestellt. Das heißt, du hast vorher irgendwo Neonlicht fotografiert oder hast ein Blitzlicht fotografiert und hast die Einstellung so gelassen. Und jetzt machst du deine Reihe von Fotos und die haben alle einen völlig falschen Farblook. Kann man natürlich nachbessern, aber das Ganze kann man auch vermeiden, weil es zusätzliche Arbeit ist. Was kann noch passieren? Du hast zum Beispiel, ich nutze zum Beispiel bei der Hochzeitsfotografie, wenn ich schnell wechselnde Lichtsituationen habe, nutze ich auch gerne mal den AV-Modus. Ich habe dann eine ISO-Begrenzung bei mir in der Kamera drin und überlasse hier zum Beispiel den ISO-Wert auch mal gern der Kamera. Dann legst du los und machst eine Reihe von Fotos und denkst, alle zu dunkel, alle zu hell. Stimmt alles. ISO macht die Kamera automatisch. Verschlusszeit passt super und auch meine Blende war gut eingestellt. Wo ist das Problem? Vielleicht hast du ja am Vortag, das ging mir zum Beispiel schon mal so, da habe ich am Vortag bei wirklich super Sonnenschein eine manuelle Belichtungskorrektur vornehmen müssen. Bin dort einige Werte runtergegangen und habe mich am nächsten Tag wirklich gewundert, wo ist jetzt das Problem? Du hast alles richtig eingestellt und in der Hektik des Shootings kann es schon mal sein, dass du das auch übersiehst. Deshalb, es muss bei vielen Sachen schnell gehen. Gerade wenn du Hochzeiten fotografierst, hast du nicht die Zeit während der Hochzeit. Da ist kommt eine Situation nach der anderen und die sollst du festhalten. Und die sollst du gut festhalten und perfekt festhalten. Deshalb im Vorfeld prüfen, denn gerade so bei Hochzeiten oder solchen Geschichten, das sind Momente, da kannst du nicht sagen, oh, kleinen Moment, Kamera war falsch eingestellt. Nochmal. Das funktioniert nicht. Da muss schon wirklich die Kamera super eingestellt werden. Deswegen habe ich mir mittlerweile so einen gewissen Ablauf angewöhnt. Das heißt, ich probiere alles einmal durch. Ich wechsle meinen Akku. Guck nochmal, ob das Objektiv, ob der Stabilisator angeschaltet ist, ob ich es nicht vielleicht noch im manuellen Modus sogar habe, mein Objektiv, also ob der Autofokus angestellt ist. Dann gucke ich, wie ist mein Autofokus in der Kamera eingestellt. Habe ich noch vielleicht eine Gesichtserkennung drin, weil ich am Vortag vielleicht ein Video gemacht habe. Wo sitzt mein Autofokuspunkt? Habe ich das vielleicht irgendwie verstellt oder vergessen? Manchmal verstellt sich es auch. Beim Touch-Display, wenn du eine Kamera mit einem Touch-Display hast, besteht auch die Möglichkeit, dass sich das mal aus Versehen verstellt. Auch schon passiert.
Also wie gesagt, ich fotografiere seit 18 Jahren. Es ist mir wirklich schon irgendwie alles irgendwann mal passiert. Woraus du natürlich lernst, ist ja auch ganz gut. Deshalb mache ich für euch das Video, um euch einfach auch mal Sachen zu sagen, über die normal keiner spricht. Normal als Fotograf, wenn du mal mit 5 Fotos daneben liegst, weil du die Belichtungskorrektur falsch hattest, gehst du nicht hin und sagst, ha, verrückte Sache, ich hatte die Belichtungskorrektur verstellt. Nee, du löscht die Fotos oder versuchst sie in Lightroom wieder hinzurücken, spricht kein Mensch drüber. Aber solche Sachen kann man eben vermeiden, indem ihr ganz einfach von Anfang an, wenn ihr irgendwo ankommt, geht einmal von vorne eure Einstellungen, die ihr braucht, die ihr haben wollt, durch, macht mal 1, 2 Probefotos und wenn die passen, dann könnt ihr loslegen mit dem Fotografieren. Vielleicht sind euch einige der Sachen, die ich euch im Video jetzt gesagt habe, auch schon mal passiert. Dann lasst mir gerne mal einen Kommentar da, was so die verrücktesten Sachen waren. Belichtungskorrektur falsch eingestellt oder vielleicht auch die Vorauslösung, Auslöseverzögerung eingestellt etc. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.